Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir eine Rinderzungen-Bratwurst. Schmeckt sehr lecker, die Konsistenz ist anders. Ich habe dafür 2 Rinderzungen benutzt, das waren ungefähr 2 Kilogramm. Die äußere Haut müsst ihr gut entfernen. An der Spitze ist es immer ein bisschen fester, da geht es ein bisschen schlechter ab, aber es funktioniert. Man kann es dann nachher auch schön runterschneiden. Das Fett und so weiter, was so dran war, das habe ich ein bisschen rausgeschnitten und weggelassen. Ja, ich habe sie jetzt in der Mitte geteilt und schneide dann das Fleisch von der Haut weg. So, wir nehmen nur die besten Stücke und das alles wird ein bisschen wolfgerecht zugeschnitten, sodass es schön durch den Fleischwolf durchgeht. Man kann es auch längs lassen, dann zieht ihr das noch besser durch, wie ihr möchtet. So, das waren jetzt 2 Kilogramm Rinderzunge und dazu habe ich gegeben 1 Kilogramm Schweinebauch. Den Schweinebauch tun wir von der Schwarte runterschneiden und tun den auch wolfgerecht würfeln. Die genaue Gewürzmischung schreibe ich euch nochmal in die Infobox rein. Das Ganze wird vorm Wolfe gut vermengt, dass man keine Gewürznester bekommt. Das Ganze packe ich dann in eine Gefriertüte rein und tue es sofort wieder ins Kühlfach, damit es schön kühl bleibt. So, mittlerweile haben wir einen Fleischwolf aufgebaut, hab mal dran gerochen, riecht auch super lecker und das Ganze lassen wir jetzt durch die Dreierscheibe durch. So, das Ganze wird jetzt nochmal durchgemengt. Das müsst ihr so lang mengen, bis das Brät eine schöne Bindung erreicht hat. Das muss man machen. Wenn ihr das nicht macht, bekommt ihr keine gute Bindung und eure Wurst wird auch nicht schmecken. Das kann manchmal bis zu 5 Minuten dauern, je nach Fleisch. Ja, wie ihr seht, das klebt jetzt gut an der Hand und so ist es gut. Man soll es auch nicht übermengen. Das müsst ihr dann so mit der Zeit rausbekommen. So, da habe ich einen 5 Liter Wurstfüller von Wertes. Der ist übrigens sehr gut. Vom Preis her ist er ein bisschen günstiger noch wie der von Beketal, aber ganz genau dieselbe Bauart. Der ist sehr stabil, gut standfest und wenn ich nochmal zu tun hätte, würde ich mir einen 10 Liter holen. Leider habe ich nur einen 5 Liter geholt. Naja, man kann ja auch zweimal füllen. Also 4,5 Kilogramm gehen gut rein. Das formen wir in Balle, schmeißen das fest, damit wir keine Luft reinbekommen. Bei der Bratwürste ist das nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen Luft drin ist. Das kann man dann auch rausstochern. Kein Problem. Bei der Salami ist das wieder was anderes. Übrigens, die nächste Zeit wird 1, 2 Salami-Videos kommen. Da habe ich längere Zeit dran gearbeitet. Ich hoffe auch, dass sie was werde. Und wenn es was wird, dann werde ich euch das dann auch wieder zeigen. So, ich benutze dann wieder einen Schweinedarm. Die habe ich vorher ein bisschen Salzwasser eingeweicht. In lauwarmem Wasser. So eine halbe Stunde stehen gehabt. Vorne die Tülle ein bisschen Öl dran mache oder das Brät rausgucken lasse, das ist ja immer ein bisschen fettig und da lassen sich die Därme auch super draufziehen. Guckt, dass es schön gerade drauf zieht und dann läuft das Brät auch super rein. Ja, ich habe mir gleich mal einen Stieber geholt, vorne zugebunden und wird gleich mal gestippt, damit die Luft gleich rausgeht. So, kleiner Test gemacht immer am Anfang. Ich will sie jetzt nicht zu fest machen, die werden ja auch noch abgedreht. Also müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, dass das es nicht zu fest macht, weil die werden ja nochmal abgedreht. Und beim Abdrehen könnt ihr die ja nochmal, umso mehr ihr dreht, umso fester werden auch eure Würste. Ich konnte sie am Anfang erst gar nicht essen, weil ich gedacht habe, oh, Zunge immer im Kopf gehabt und habe sie dann erstmal eingefroren. Und das letzte hatte ich so Appetit auf Bratwürste und habe gesagt, so, die hole ich jetzt mal raus und probiere mal eine. Und ich war wirklich überrascht. Die Konsistenz ist ganz anders wie von einer normalen Bratwurst. Es müsst ihr probieren. Aber ich sag's euch, es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Mehr schmeckt da auch gar nichts raus oder sonst irgendwas. Es ist was ganz Feines. So, dann drehen wir die mal ab. Erstmal links rum, ein paar Umdrehungen. Ich halte es dann immer so nebeneinander und dass ich die gleiche Länge habe. Rechts rum, ein paar Umdrehungen. Braucht ihr auch gar keine Angst zu haben. Die gehen immer auf. Wenn die mal noch eine Viertelstunde liegen, dann trocknen die schon ein bisschen ab und da geht überhaupt gar nichts mehr auf. Da könnt ihr sie schon so recht schneiden oder so lassen, wie ihr möchtet. Also links, rechts
Oder immer rechts drehen und eine freilassen. Das geht natürlich auch und ist noch schneller. Aber so hat man bessere Kontrolle drüber, über die Länge. Und wie ihr seht, geht ja wunderbar. So sehen sie aus. Ich tue sie dann noch ein bisschen abstippe, damit noch die Luftbläschen raus sind. Meistens habe ich noch Restbrät, das habe ich dann mit den Fingern noch reingedrückt. Ich gebe dann immer noch in die Tülle, gebe ich ein Küchenpapier rein und drücke das mit der Gabel nach. Somit kriege ich dann den Rest aus der Tülle auch ganz schnell raus. Wie gesagt, sind super geworden. Ich sage dann mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.